Was ist eigentlich das Synonym für Festool? Das ist echt eine interessante Frage. Es funktioniert jedes Mal. Nicht nur saugen, sondern auch blasen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute Akkusauger an. Und zwar diese beiden Akkusauger von Festool, und zwar den MIDI und den SYS. Denn wir haben ja schöne Geräte wie zum Beispiel hier die Akku-Handkreissäge und natürlich macht es total Sinn dafür auch Akkusauger zu benutzen. Und wie gut und wie nahtlos das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Wir schauen uns also heute diese beiden Akkusauger an, den MIDI und den SYS. Aber was ist eines der wichtigsten Dinge, wofür Festool steht? Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit ist genau in diesem Thema hier enorm wichtig, denn die Verbindung zwischen diesem Gerät und diesem Gerät muss 100% verlässlich sein. Denn eine Sache hat Festool eingebaut hier, und zwar zeige ich euch das gleich mal, und zwar so, ihr habt nämlich gerade jetzt sogar zwei Sachen gesehen. Und zwar, ich kann das Gerät hier ohne irgendeine Verbindung hier zu dem einschalten und dann läuft das los. Und das Gerät hat auch noch einen Nachlauf, um entsprechend den Schlauch komplett leer zu saugen. Und ja, natürlich kann hier jetzt nicht kabellos abgesaugt werden, sondern ich muss den Schlauch hier auch noch ranstecken. Ja, zeige ich euch gleich alles nochmal. Aber das Wichtige ist Folgende. Wir haben einiges hier getestet. Wir haben das schon sehr häufig angemacht, gemacht hier und getan. Und jedes Mal ist zuverlässig der Sauger angegangen. Sowohl der SYS als auch der MIDI. Und das nenne ich wirklich gute Qualität. Übrigens, falls du dich für diese Akku-Handkreissäge interessierst, das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben. Die habe ich schon vor einiger Zeit mal getestet. Das ist schon ganz schön lange her. Aber jetzt wollen wir uns mal auf das Thema Akkusauger konzentrieren. Die Frage ist doch, wir schauen uns gleich auch mal die Geräte hier an, aber die Frage ist doch, wie funktioniert eigentlich das Thema Connectivity oder die Verbindung von A zu B, dass das Ganze hier immer wieder eingeschaltet wird. Und ich kann euch das mal zeigen. Das kommt hier aus dem Akku. Das heißt, wir haben hier, seht ihr, da ist ein Zeichen für Verbindung oder für Funk hier unten dran. Und damit ist es so, dass dieser Akku mit dem Gerät kommuniziert. Und ich zeige dir auch gleich mal, wie das funktioniert und wie schnell man das einrichtet. Die Akkus von Festool haben Bluetooth und darüber wird die Funktionalität hergestellt. Das Interessante ist, dadurch, dass es im Akku drin ist, braucht ihr es nicht irgendwo an den Geräten, sondern es steuern wirklich die Akkus. Und jetzt nehme ich die mal wieder hier rein. Ja? Die Akkus sind hier angelernt, hier auf die Maschine. Steckt das Ganze hier ein und schon geht's. Und schon geht's los. Ihr habt gerade gesehen, es funktioniert. Der hier geht einfach an, ohne eine Kabelverbindung, sondern über diese Bluetooth-Verbindung. Jetzt sage ich aber, nee, der kleine reicht mir jetzt nicht mehr. Das beides ist zwar gekoppelt, aber ich möchte jetzt mit dem großen arbeiten. Und das ist ganz einfach. Einfach hier einschalten, dann hier etwas länger draufdrücken, dann blinkt es. Du brauchst nur das Gerät hier einschalten. Ja, und du siehst, jetzt läuft dieser Sauger an. Und so einfach ist das Ganze gekoppelt. Du hast einfach nur hier einen Knopf, einmal draufdrücken, dann die Maschine, zack, bumm und schon läuft das Ganze. Das ist sehr, sehr intuitiv, geht wirklich schnell und das Wichtigste, es ist zuverlässig. Es funktioniert jedes Mal. Jetzt sollten wir uns aber mal wirklich die einzelnen Geräte anschauen. Ich habe eine Frage an euch und zwar, wann habt ihr das letzte Mal einen Akkustaubsauger für 900 € gekauft? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare, denn das Gerät hier kostet zwischen 350 und 900 €, je nach Variante. Das muss man natürlich sagen, das Gerät gibt es eigentlich im Wesentlichen in 4 Varianten. Das jetzt will ich mal auseinanderhalten. Und zwar Nummer 1 ist die Frage, kauft ihr das als L- oder als M-Variante? Das ist natürlich eine Frage der Filterklasse und der Staubklasse, die hier am Ende das Gerät können muss. Falls du nicht weißt, was ist L, was ist M, das Ganze verlinke ich dir mal hier oben. Schau dir mal das Video von mir an, denn dieses Video kann dir das Leben retten. Und zwar ist es so, das Gerät hier kostet rund 350 € in der kleinsten Variante als L. Und als M kostet es etwa so 100 € mehr. Falls du dich dafür interessierst, schau mal einfach unten in die Videobeschreibung, da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Und falls du alle technischen Daten wissen möchtest, verlinke ich auch mal hier oben, und zwar unseren Werkzeugvergleich. Da bekommst du beide Sauger in allen Varianten in einer Übersicht. Denn du kannst den hier jetzt ja in 2 Übersichten kaufen, einmal als 2 Varianten kaufen, einmal als L, einmal als M. Und dann, warum ist er denn so teuer? Und zwar mit Akkus gleich dazu. Und zwar, wo haben wir hier unsere Akkus? Wo sind die Akkus? So, hier
hier haben wir unser Akku-Pack. Das bekommst du mit dazu, also das beides zusammen, wenn du es als große Variante kaufst. Und dann bekommst du diesen Systener. Dazu bekommst du dann noch entsprechend hier deine Akkus. Hier wunderschön mit einem echt tollen Inlay und dein Doppelladegerät. Denn wir haben hier ein Gerät mit 2 Akkus. Das ist also kein 18 Volt Gerät, sondern ein 36 Volt Gerät. Und du brauchst auch immer 2 Akkus, um es zu betreiben. Und zwar hier unten stecken sie drin. Wir haben hier Akku Nummer 1, ja, hier in dem Fall, und Akku Nummer 2. Aber Achtung, in das Gerät passt nichts, was größer ist als der 4 Ampere-Stunden Akkus. Die 5er oder 6er passen hier nicht rein. Ergo, aber du brauchst nicht nur einen, sondern du brauchst immer 2, um ihn zu betreiben. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, denn ein 36 Volt Gerät in dieser Größe gibt es, glaube ich, sonst gar nicht auf dem Markt. Das ist echt eine interessante Frage. Und die Frage ist, wie schneidet denn der gegen alle anderen Marken ab? Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ich dazu ein Video machen soll. Du hast bestimmt die ganze Zeit gedacht, der Akkusauger ist wirklich so groß. Nein, 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 nein. Das hier oben ist nur die Aufbewahrung für den Schlauch. Und zwar nehmen wir das Ganze hier mal so und schon haben wir das entfernt. Und hier haben wir wirklich auch nichts drin, außer den Schlauch. Ich zeige euch das auch mal, ja, dass ihr das mal sehen könnt. So. Wobei, das stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Wir haben hier noch 2 Säge drin. Und zwar einmal Nummer 1 das hier, Nummer 2 ist das hier. Zum Verständnis, du kannst den Sauger sowohl mit der Box als auch ohne die Box betreiben, denn dafür haben wir hier unten extra ein Schlauchloch, um es hier durchzuführen. Und dafür gibt es hier auch eine Sonderfunktion, und zwar, schaut mal hier, hier kannst du den Schlauch einstecken, so. Wenn du das Ganze aber transportierst, ohne Schlauch oder irgendwas anderes, dann machst du einfach so und schon ist verschlossen. Was sehr interessant ist an dem ganzen Gerät ist, es ist wirklich schwer. Wir haben hier über 7 Kilo auf der Waage. Dem sollte man sich bewusst sein. Aber genau dafür gibt es hier einen passenden Tragegurt, um es auf der Schulter zu transportieren. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal von innen an. Wir sehen hier, oben ist im Deckel ist nur der Einlass und hier oben haben wir die komplette Filteranlage. Die können wir übrigens auch abnehmen, indem wir einfach hier diesen Hebel drücken. So, und das ist komplett weg. Hier das ganze Filterthema und hier der Motor. In dieser Einheit haben wir hier den Feinfilter, den wir natürlich auch austauschen können. Übrigens, der Filter hier ist kein Nassfilter. Du kannst mit dem Gerät hier allgemein nicht nass saugen. Und hier haben wir den Staubsauger, den können wir einfach über diesen Hebel auch entfernen. Und besonders gut finde ich, dass man hier auch eine Schutzkappe hat. Schaut mal hier. Zack. Und jetzt ist es fest verschlossen. Festo gibt die Kapazität des Beutels übrigens mit 3,5 Liter an und das hier mit 4. Der Preis von einem Beutel sind übrigens 9 €. Und jetzt schauen wir uns mal das Bedienfeld an. Hier einfach einschalten. Ich kann hier die Stärke regulieren, in dem Fall. Hier habe ich die Bluetooth-Verbindung, um das wieder zu paaren. Und hier einfach draufdrücken und dann geht er manuell an. Jetzt verbinden wir das mit der Maschine. Und da gibt es einen extra Clou. Wir können es hier einfach einstecken, als Bajonett verschließen. Und dann könnt ihr Folgendes machen, und zwar sowas hier. Und das hält. Der Clou ist, dass diese Verbindung wirklich sicher ist. Das ist übrigens bei beiden Maschinen und allgemein bei Festool so. Und das macht aber enorm viel aus, dass du gerade bei so einer handgeführten Maschine nicht andauernd den Schlauch verlierst, wie es unter Umständen durchaus mal bei anderen Herstellern passieren kann. Der zweite Clou ist das. Und zwar haben wir hier zusätzlich eine Fernbedienung am Schlauch und damit können wir einfach den Sauger anschließen. Und zwar so. Und auch wieder aus. Und zwar nochmal 2 wichtige Zahlen, und zwar 2400 Liter Luft werden hier in einer Minute durchgesaugt, das ist schon enorm, und 18.000 Pascal ist hier der Unterdruck. Heiter weiter, jetzt kommen wir zu unserem großen Gerät, wobei das wieder die Frage ist. Der andere mit dem Aufsatz ist ja auch gar nicht so viel kleiner als der hier und vor allem der kleine, der SÜS, wiegt ja rund 7 Kilo, beziehungsweise etwas mehr als 7 Kilo sogar. Hier haben wir ein Gewicht von rund 11 Kilo, so viel mehr ist das auch nicht und einen Tragegriff haben wir hier auch. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Thema Preis. Das Gerät hier kostet rund 500 €, beziehungsweise geht das hoch bis 1100 €, je nachdem welcher Konfiguration. 500 € als L-Version, 600 € als M-Version. Und denkt dran, wenn ihr euch für das Thema interessiert, LMH-Sauger, nochmal hier oben verlinkt, guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht kennt. 1100 € übrigens auch nur dann wieder wegen dem Akku-Pack, was ihr dazu bekommt. Dann bekommt ihr ja 4 Akkus und einen Lader. Im Koffer hatten wir ja vorhin schon, dann habt ihr die Komplettausstattung. Wenn ihr schon Akkus habt und ein Ladegerät, dann kein Problem, könnt ihr hiermit sofort loslegen für rund 600 €, denn wir haben hier die
M-Version. Und hier hinten seht ihr auch die Akkus. Hier sind gleich zwei wieder drin. Ihr seht also ein 36 Volt Gerät wieder und mit nur einem Akku könnt ihr es nicht betreiben. Hier passt übrigens auch die größten Akkus von Festo rein. In dem Fall heute die 6.2er, aber auch später die 8er, die vielleicht kommen werden, ja, werden auch reinpassen. Übrigens, was ich super finde, allgemein bei Festo-Saugern ist das hier, dieses wunderbar wendige, was diese Sauger inne haben, aber sie haben ja einen Trick. Du kannst hier mit dem Fuß einfach hier drauf treten, vorziehen und schon ist es eingerastet und schaut mal hier, die Rollen sind hier wirklich dann vom Boden getrennt. Das Gerät steht stabil, kann nicht mehr weg oder du kannst einfach hier drauf drücken und wieder losrollen. Mega. Übrigens, wie du es gewohnt bist, kannst du hier auch ein System da drauf machen und hier verbinden. Aber hier ist eine Funktion drunter und zwar, so, hier ist der Schlauch drin. Hier ist er wunderbar aufgewickelt, verstaut. Aber schauen wir uns mal die Innereien an, beziehungsweise wo landet der Staub eigentlich? Auch hier haben wir unseren Staubsaugerbeutel. Wir können den hier auch einfach wieder entfernen. So. Und seht ihr, hier ist ein ganz schönes Volumen vorhanden. Hier bekommen wir übrigens etwa 12,5 Liter Staub rein. Hier sogar 15 ohne Beutel. Zu ohne Beutel kommen wir gleich nochmal. Und so ein Filtersack kostet, oder ein Staubsaugerbeutel kostet übrigens rund 20 €. Der Feinfilter sitzt übrigens hier, sehr gut zugänglich. Einfach rausziehen. Und hier habt ihr das Ganze wunderbar gefiltert dann. Aber Achtung, im Lieferumfang ist ein normaler Filter dabei. Damit könnt ihr nicht nass saugen. Das Gerät selbst kann nass saugen, aber dazu braucht ihr einen anderen Filter. Hier hast du einen großen Hebel. Und wenn du dich fragst, was ist das eigentlich? Das ist die Reinigungsfunktion des Filters. Nämlich es kann ja passieren, dass hier nach und nach das Ganze auf voll gesetzt ist oder dass ihr zum Beispiel auch ohne Beutel arbeitet, was ich euch nicht empfehlen würde, weil der Filter sich sehr schnell zusetzt. Dann ist es so, dass wir diesen Filter ja reinigen wollen. Und dazu gibt es hier die Reinigungsfunktion. Ich zeige euch das mal. Übrigens auch perfekt erklärt. Manuell einschalten, maximale Kraft, den Schlauch zuhalten und dann hier drücken. Das Gerät hat übrigens eine Überwachungsfunktion. Er merkt also, wenn der Luftzug nicht mehr stark genug ist und ihr das Ganze reinigen müsst. Dazu bekommt ihr ein Piepgeräusch. Ja? Wenn ihr dieses Piepgeräusch hört, dieses Piep, dann solltet ihr genau diese Reinigung durchführen. Übrigens als Hinweis, auch hier habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze manuell einzuschalten. Über Bluetooth, habe ich euch ja vorhin gezeigt, ist bei diesem Sauger hier 1:1 das gleiche. Das Gerät kann übrigens nicht nur saugen, das kann auch blasen. Einfach diese Klappe hier öffnen und dann den Schlauch hier anschließen. Und schon seht ihr, dass er nicht mehr saugt, sondern hier entsprechend bläst. Übrigens schafft das Gerät hier 3700 Liter in der Minute an Volumen, an Luft, die hier durchgeht und 2400 Pascal. Damit wir heute höchstens auch mal ein bisschen was gesaugt haben, haben wir hier ein paar Späne. Jetzt abschließend kann ich sagen, es hat riesen Spaß gemacht, mit dem Gerät hier zu saugen. Und es macht vor allem Spaß, wirklich zu sehen, wie gut die Geräte miteinander harmonieren. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Noch ein kleiner Hinweis, man kann mit einem Sauger übrigens bis zu 5 Fernbedienungen verbinden, um entsprechend das Ganze auch nochmal manuell einzuschalten. Und jetzt kann ich nur noch sagen, ran an den Sauger und bis zum nächsten Mal.